Die Stahlwerkstatt wird präsentiert von Stahlwerk. Yippie-yay. Maskenball. Arbeitstier, Arbeitstierchen. Ja? Freunde und Freundinnen der schweißtechnischen Unterhaltung. Heute machen wir was Feines. Wir machen was Feines und zwar, ich habe zwei Elektrodengeräte auf den Tisch gepackt. Einmal die ARC 200 MD, unsere klitzekleine mit 3,2 Kilo. Ja, ich sage immer Handtasche, 3,2 Kilogramm und kann 200 Ampere. Andere Seite, ARC 200 ST, großer Bruder von der kleinen, 6,3 Kilo, also doppelt so schwer kann man nicht sagen, 6 Kilo. Transportabel, funktioniert. Ja? So, zwei Elektrodengeräte, also elektrisches Handschweißen mit umhüllter Stabelektrode. So nennt sich das im Fachjargon. Die beiden Maschinen gucken wir uns heute an und ich zeige euch, was man außer Elektrodenschweißen noch mit diesen beiden zauberhaften schwarz-weißen Geräten anstellen kann. Wir gucken einmal, aber wirklich nur ganz, ganz schnell auf die Ausstattungspakete, mit denen die MD und die ST zu euch kommen. Beide Maschinen haben das Update bekommen, Elektrodenzange und Massenzange. Beide exakt gleich. Nicht nur in diesem Paket, auch bei unseren anderen Schweißgeräten haben wir dieses Update durchgeführt. Ja, weil wir es für nötig gehalten haben, einfach die Qualität etwas anzuheben. Des Weiteren ist dabei, bei der MD-Version haben wir den Schlackehammer, die einfache Stahldrahtbürste, den Tragegurt, 20 Elektroden E6013, quasi die absolute Standardelektrode, um Stahl zu verschweißen. Und wir haben ein, wenn auch sehr einfaches, aber ein funktionstüchtiges Handschild, mit dem wir quasi sofort loslegen können zu schweißen. Und natürlich haben wir noch die Schutz- und Staubhülle für das Schweißgerät auf der MD-Seite und natürlich gibt es die auch auf der ST-Seite. Die ziehe ich aber jetzt gar nicht auf, denn wir gucken uns auch einmal hier das Gesamtpaket an. Massenzange, Elektrodenzange, zwei Drahtbürsten, auch hier natürlich der Schlackehammer und hier noch eingepackt das kleine Handschild. Und natürlich bei beiden Geräten liegt die Bedienungsanleitung bei. Hier könnt ihr euch die paar Informationen abholen, die ihr benötigt, um das Gerät anzuschließen oder etwas über Stromstärken herauszufinden oder. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage, warum die oder warum die? Wie entscheide ich mich denn für ein Elektrodengerät? Ist relativ einfach. Wir haben 200 Ampere Maxleistung bei der ARC 200 MD und wir haben 200 Ampere Maxleistung bei der ARC 200 ST. Warum sollte ich mich also für die größere entscheiden, wenn die kleine tatsächlich preiswerter ist? Ganz einfache Geschichte. Wir haben mit der MD eine Maschine geschaffen, die mit 3,2 Kilogramm tatsächlich handlicher überhaupt gar nicht sein kann. Das bedeutet, sie ist so klein, dass, wildes Beispiel, Campingfahrzeug, ja, kleine Maschine rein, weil ich auf dem Zeltplatz irgendetwas schweißen möchte. Die Mobilität ist einfach unschlagbar. Du hängst dir die Maschine
wie eine Handtasche an den Mann und kannst loslegen, egal wo du bist. Unterschied der beiden Maschinen: Wir haben ein Single-Board IGBT-Technologie mit 6 Transistoren in der kleinen Maschine und Double-Board 12 Transistoren in der größeren Maschine. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der thermische Haushalt, so möchte ich das mal nennen, dass der thermische Haushalt bei der ST-Variante etwas großzügiger ausgelegt ist. Wir werden ein paar Nähtchen schweißen. Dafür bereite ich als allererstes die ARC 200 MD vor. Freunde, Maschine ist angeklemmt. Ich verschweiße diese Elektrode am Minuspol. Jetzt nehme ich mir die Elektrode, schiebe sie ganz einfach ein, achte darauf, dass es schön klemmt und jetzt, Achtung, auf die Sicherheit achten. Absaugen ist angesagt. So, 80 Ampere sind eingestellt. Auf geht's. Wir schweißen eine 2,5 mm E6013. So, jetzt schauen wir uns mal die Schlacke an. Im Ganzen Naht super fein geschuppt. Ja? Was heißt das? Elektrode gut, Elektrodenschweißgerät gut. Wunderbar. Jetzt schweißen wir noch eine Kehlnaht. Won't you come and see what it's like? Living by the rules that you write. You ain't know those lavish delights. Now you had no back in sight. All the little lies you recite just makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. Even when the dog being nice, every single dog gonna bite. You might think I'm wrong, but I'm right. Just let it get a strong appetite. I'ma let it breathe just a little. Give it to you strong, heavy metal. I don't make a sound when I strike. You better just run for your life. Run for your life. Mit Ansatz, ja, hier vorne ist der Ansatz, ja, Elektrode und neue Elektrode, ja, einmal Kehlnaht und eine ganz klassische Auftragsnaht. So viel fürs Erste mit der ARC 200 MD. Macht, was sie soll, es ist ein Schweißgerät, sie schweißt. Du bist jetzt fällig. Weißt du, was jetzt passiert? Was denn? Du weißt das. Ich habe dir das gesagt. Du wirst jetzt Schweißherr, nicht Schweißherrin. ARC 200 ST und Mel Doppelkante. Ja? Die Mel, ich unterstütze dich natürlich, die wird uns jetzt ein Nähtchen schweißen. Ein Auftragsnähtchen, was Kleines, damit fangen wir an. Ja? Und als allererstes, weißt du, was das Wichtigste beim Schweißen ist? Jetzt mal abgesehen von Strom, Elektroden, Schweißgerät. So PSA zum Beispiel. PSA. Ganz korrekt. Und
Du hast gerade gar keine. Das allererste, was wir machen, ist die Arme bedecken. Okay. Ja, UV-Strahlung, gefährlich. Arme bedecken, eine Schürze anziehen, ein Schweißhelm und ein paar Handschuhe. Also was der Schweißer immer hat. Der hat immer einen Schweißhelm an, der hat immer Handschuhe und der trägt immer Schweißerkleidung. Schwer entflammbar. Wichtig. Das machen wir jetzt und danach schweißen wir eine Runde. Auf. So und so. Richtig. So. Teste mal. Nein, vorne fühlen und fest. Ja. Sag mal. Nein. Okay. Reinschauen. Genau dieses Ding treffen. Und das ist fest. Ja, okay, das ist nochmal anders. Das ist eine andere Nummer, ne? So, also. Du kannst dir das jetzt legen, wie du möchtest. Du musst die Elektrode, ein paar kleine Tipps gebe ich dir, sonst wäre es unfair. Elektrode, 45 Grad und dann schweißen wir hier lang. Ja? Okay. Ich würde es dabei belassen. Okay. Du wirst ja sehen. Ein bisschen streicheln, nicht zu feste. Du hast hier ein Zündplättchen drauf, das geht also von alleine los. Nicht erschrecken, passiert nämlich nichts. Ja? Und dann sehen wir, was passiert. Und dann kommt eine Korrektur von mir und danach machst du die Naht deines Lebens. Okay. So, Maschine ist eingestellt, 85 Ampere. Absaugung ist an. Sag was. Für den Anfang gut. So ist es. Ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es. Also ich mache immer eine Sache, ich lege die nicht nur ab, ich pendel auch ein bisschen. Dann wird die so ein bisschen flacher und naja, ich habe ein bisschen Bewegung drin. Und das machen wir jetzt nochmal. Okay. Und diesmal mache ich mit. Das heißt, wir haben das schon mal gemacht, vor 1,5 Jahren haben wir den Tennislehrer gemacht. Das heißt, ich nehme deine Hand und ich führe die Elektrode und du gehst auf Aufnahme und merkst dir das Gefühl. Wo lang, warum, wie, weshalb. Ja? Okay. Auf geht's. So, Melly Melsen, lass mich mal überlegen, wie machen wir das am besten? Ich bin ja kein Linkshänder, aber du bist Rechtshänder. Drin. Ja. Das ziehen wir ein bisschen vor, bitteschön, du weißt, wie es geht. Das machen wir so. Den machen wir weg. Du darfst nicht ziehen, drücken, machen, tun. Ja, du musst also, ja? War nicht schlecht. War nicht schlecht.
Gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Geht, glaube ich, sogar von allein. Ach, guck mal hier. Also nicht nur war nicht schlecht, ist eigentlich sogar sehr, sehr gut. Na? Sieht gut aus. Wir machen mal die Geräuschkulisse aus. Ein Schnurres hier weg. Das ist das gependelt jetzt. Ne? Wird ein bisschen breiter. Hier Nummer 1. Wir wollten gar keine Anfängersendung drehen eigentlich. Ne? Irgendwie sind wir mittendrin. Junge, du hast richtig gut aufgepasst. Du bist zurück und ein Traum. Ein Traum. Ein Traum. So. Also ganz viele Stellen dabei, die richtig, richtig gut aussahen. Manchmal bist du so einen Tacken nach vorne. 1, 2, ich sag mal 1,5. Die habe ich mitgemacht. 3. Nicht dein Ernst. So, Schluss. Das war's. Da ist der Kurs schon vorbei, bevor der richtig angefangen hat. Hat jetzt gedauert, halbe Stunde. Halbe Stunde. Wie alt bist du? 18. 18. Safe. Guck. Bitte, bitte. Hier. Abgeliefert. Wunderbar. Richtig stabil geschweißte Naht. Dankeschön. 3., 4. Elektrode, 5. Elektrode. Kein wirklicher Test, kaltes Wasser. Sieht super aus. Danke. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil, zum ganz spannenden Teil. Wir werden nämlich jetzt Wick schweißen. Und die Mel macht jetzt ein bisschen Kameraarbeit. Okay. Wie angekündigt kommt jetzt ein klitzekleines Highlight. Ich lege mal ganz zart ein Wick-Schlauchpaket auf den Tisch. So, jetzt eine Frage. Was benötigen wir, um Wick zu schweißen? Ein Wick-Schweißgerät. Im allerbesten Fall. Das bringt die nötigen Funktionen mit sich, um mit dem Stahl so umzugehen, wie wir das gerne möchten. Eigentlich richtig. Was wir aber ganz grundlegend brauchen, wenn wir Wickgerät einfach mal ausblenden, ist eine Schweißstromquelle. Nicht mehr als eine Schweißstromquelle. Eine Schweißstromquelle mit 2 Polen, einen Pluspol und einen Minuspol. Ganz einfache, grundlegende Geschichte. Unsere ARC 200 ST, natürlich auch die kleine MD, ist eine solche Schweißstromquelle und ja, natürlich hat sie die beiden Pole, denn wir müssen ja in irgendeiner Form einen Kurzschluss herbeiführen. Das machen wir, indem wir die beiden Pole miteinander verbinden. Und zwar ist das einmal das Werkstück und einmal unsere Elektrode bei einem Elektrodengerät. Jetzt machen wir aber Folgendes. Wir haben uns ein Wick-Schlauchpaket bereitgelegt, welches keine Steuerung hat. Also wir haben hier kein Kabel, was an unser Schweißgerät angeschlossen wird, um den Start zu initiieren. Wir machen das mit einer Streichzündung. Streichzündung bedeutet, wir haben die Wolfram-Elektrode, die Elektrode berührt das Werkstück, wir ziehen leicht ab und können dann tatsächlich Wick schweißen. Und das können wir auch mit einem Elektrodenschweißgerät. Jetzt gehen wir ein kleines Stück weiter, wir schließen das gleich an. Geschweißt wird am Minuspol. Wick verschweißen wir DC-. Also nehmen wir unseren Pol,
und gehen mit dem Schlauchpaket auf den Minuspol. Das ist jetzt schon fertig. Jetzt haben wir hier ein schönes Kabel übrig. Das ist kein Kabel, das ist ein Schlauch. Und das Schläuchelchen passt auf ein Manometer. Und genau das machen wir. Wir schließen das Schlauchpaket am Manometer an. Das ist unser klassisches Manometer. Ist natürlich jetzt noch nicht an der Flasche. Einfach, um euch mal zu zeigen, wie es funktioniert. Wir nehmen die Überwurfmutter, schrauben die auf das Manometer, machen diese Hand fest. Ja, ist form- und kraftschlüssig, die Verbindung, und somit dicht. Und dieses Manometer kommt jetzt ganz normal an unsere Argonflasche 4.6 oder 4.8. 4.6 ist völlig ausreichend. Wenn es montiert ist, öffnen wir die Flasche und durch Öffnen des Ventils an unserem Schlauchpaket strömt Gas durch das Schlauchpaket, durch unsere Keramik auf unser Werkstück und inertisiert die Umgebungsluft im Schweißbereich. Und somit können wir wegschweißen mit einem Elektrodenschweißgerät. Was wir jetzt noch brauchen, ist die Stromrückführung. Unser Massekabel, das kommt auf den Pluspol. Maschine wäre jetzt einsatzbereit. Ich montiere mir fix die Flasche und hole ein Blech. Und dann machen wir eine Wickschweißnaht mit einem Elektrodenschweißgerät namens ARC 200 ST. Nummer 1. Es ist vorbereitet, frisch geschliffene Wolfram-Elektrode, die parke ich mir, Maschine an. Jetzt ist Vorsicht geboten, wir sind in einem Elektrodenmodus. Wir haben keinen Knopf, der unseren Strom startet. Der Strom liegt die ganze Zeit an, wie bei der Elektrode. Also nicht an die Wolfram-Elektrode fassen. Stromstärke 102. 102 Ampere, das reicht für ein 5 mm Blech. Also Handschuhe an, in Position gehen, Schweißhelm aufsetzen, den Frisurenzerstörer, Zusatzwerkstoff, artgleich zum zu schweißenden Grundwerkstoff, Brenner in die Hand, Ventil öffnen, und loslegen. So, berühren und auf geht's. Jetzt auf einen kleinen Trick achten. Freunde, habt ihr gesehen? Schweißt sich ganz hervorragend, und ganz zum Schluss habe ich den Downslope, ja, die Stromabsenkung, die habe ich per Hand gemacht, ja, um mir da keinen großen Krater reinzufahren. Was habe ich getan? Ich bin an meine Stromstärke gegangen, also an meinen Regler, und habe das Gerät auf die kleinste Stromstärke gefahren, um
das geschmolzene Metall erstarren zu lassen, denn bei 20, 22 Ampere, wie jetzt eingestellt sind, wird nichts mehr geschmolzen, jedenfalls nicht im 5 mm Bereich. Dadurch konnte ich verhindern, dass wir hier unschöne Poreneinschlüsse haben, denn das Material war schon starr, hat noch Gas bekommen, dann erst abziehen, fertig. So, und jetzt kommt die nächste spannende Frage, und zwar: Kann die ARC 200 MD, dieses kleine 3,2 Kilo leichte Gerät, auch wegschweißen? Und die Antwort schauen wir uns jetzt an. ST abklemmen, einmal unter die Werkbank, die kleine MD in den Mittelpunkt. Achtung, rot ist Plus. Schwarzes Minus. Ganz einfach angeklemmt und ab dafür. Anmachen. ...120 Ampere und auf geht's. Wegschweißen mit der ARC 200 MD. Gas auf, ablegen, Elektrode berühren lassen und los. Wegschweißnaht mit der ARC 200 MD. Schade. Schon wieder vorbei. Wir sind schon wieder am Ende. Du hast geschweißt. Ja. Du hast gut geschweißt. Du hast 3, 4, 5 Nähte gebraucht, um diese Qualität mit der Elektrode zu erreichen. Das hat mir gut gefallen. Du wirst öfter schweißen. Okay. Du bist jetzt mein kleines Schweißerlein. Freunde und Freundinnen, Wegschweißen mit dem ARC 200 MD, ARC 200 ST mit dem Elektrodenschweißgerät. Ganz hervorragend. Einfach Schlauchpaket anklemmen, an den Minuspol, Masse dran, Argonflasche dran und dann schweißen. Und ganz ehrlich, sieht super aus. Sieht super aus. Es ist ein ganz normales Wegschweißen. Was wir jetzt hier nicht haben, ist Zweitakt oder Viertakt. Natürlich nicht. Wir haben hier einfach nur die Schweißstromquelle als Schweißgerät genutzt. Wir haben keine Kommunikation, wir haben keinen Taster. Aber das Ergebnis spricht für sich. Und wer das Gerät in die greifbare Nähe stellt, kann quasi, wenn er hinten angekommen ist, das habt ihr gesehen, absenken. Wir regulieren den Strom
nach unten und vermindern dann quasi die Porenbildung, weil unser Schmelzbad bereits erstarrt ist. Ganz, ganz feine Sache. Und wer jetzt noch schnell ist mit den Fingern, das heißt einmal abziehen, den Strom quasi unterbrechen und dann gleich wieder runter, dann haben wir auch sowas Ähnliches wie Gasnachlauf. Man muss sich also einfach nur zu helfen wissen. Wir beide verabschieden uns jetzt. Wie hat's dir gefallen? Sehr gut sogar. Das macht Spaß, ne? Ja. Es ist immer wieder funny, wenn man am Ende des Tages irgendetwas gebaut hat, auch wenn es nur eine klitzekleine Schweißnaht ist, und dann 2 Meter zurückgeht und das Ergebnis begutachtet. Alles Weitere an Infos über die Geräte, Schlauchpakete, Druckminderer, Zusatzwerkstoffe wie Elektrode oder auch Wickstäbchen findet ihr natürlich auf der Webseite. Jetzt hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir hatten Spaß. Du hattest Spaß? Ja. Ich auch. Wir sehen uns wie immer In der nächsten.